Ich hatte mal richtig Lust auf leckere, fruchtige Hefeschnecken, die richtig schön fluffig und saftig sind und die nicht überladen mit Zucker sind, wo einem die Zähne ausfallen. Schaut euch doch mal diese leckeren Blaubeer-Hefeschnecken an. Die sind doch richtig zum Anbeißen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Rabias Kitchen. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Falls ihr neu seid, hinterlasst mir doch gerne ein kostenloses Abo. So verpasst ihr auch keine weiteren Videos von mir. Nun wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Dazu benötigt ihr 500 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 50 Gramm Speisestärke, ein Päckchen Zitronenabrieb, ihr könnt auch frische nehmen, 50 Gramm weiche Butter, einen halben Würfel frische Hefe, ein Viertel Teelöffel Salz, ein Ei und 250 Milliliter lauwarme Milch. Als erstes nehme ich die lauwarme Milch, zerbrösel mir die Hefe hinein und gebe etwas von dem Zucker. Das Ganze wird einmal kurz umgerührt und 5 Minuten stehen gelassen. Dann werden jetzt erstmal alle trockenen Zutaten und das Ei in eine Rührschüssel vermischt. Bis auf die Butter, die gebe ich erst zum Schluss hinzu, wenn ich anfange zu kneten. Mögt ihr das übrigens etwas süßer, dann gebt doch 100 Gramm Zucker statt nur 80. Ich wollte jetzt ein bisschen weniger Zucker, aber wie gesagt, wenn ihr es süßer mögt, fügt ein bisschen mehr Zucker hinzu. Jetzt knete ich das Ganze kurz durch, bis das Mehl eingearbeitet ist und dann gebe ich schon die weiche Butter hinzu. Und das Ganze wird wie gesagt so lange geknetet, bis ein schöner weicher Teig entstanden ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in der Küchenmaschine machen oder mit dem Handrührgerät. Den Teig habe ich jetzt 10 Minuten geknetet. Der wird jetzt eine Stunde an einem warmen Ort zugedeckt ruhen gelassen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Füllung vorbereiten. Dazu habe ich jetzt hier frische Heidelbeeren. Dann kommt dann Marmelade hinzu. Ihr könnt auch Erdbeermarmelade nehmen. Ich habe jetzt hier Waldfrucht und braunen Zucker. Ihr könnt natürlich auch normalen Zucker nehmen, aber der braune Zucker schmeckt noch intensiver und hat noch einen leichten Karamellgeschmack. Einmal kurz durchrühren und beiseite stellen. Nach einer Stunde könnt ihr den Teig weiterverarbeiten. Der wird jetzt auf einer bemehlten Arbeitsfläche auf ca. 40 x 50 cm ausgerollt. Die kleinen Pünktchen, die ihr in dem Teig seht, das ist die Zitronenzeste. Ihr könnt aber auch statt geriebener Zitronenschale auch Vanillemark oder Vanillepaste hinzufügen. Nach dem Ausrollen des Teiges schmelze ich mir 1 Esslöffel Butter kurz in der Mikrowelle und das verstreiche ich jetzt auf dem Teig. Auch eine Idee wäre noch, gemahlene Haselnüsse drauf zu streuen oder halt auch Zimtzucker, wenn ihr jetzt komplett keine Früchte haben möchtet.
Jetzt kommt die Füllung, die verstreiche ich mir jetzt einigermaßen gleichmäßig auf den Teig. Oben am Rand habe ich mir jetzt keine Füllung aufgetragen, da mir ja sonst alles rausquillt, sobald ich dann alles aufgerollt habe. Das Ganze wird jetzt so aufgerollt, dass die Naht nach unten zeigt. Jetzt markiere ich mir ca. 3 cm breite Stücke. Und statt ein Messer nehme ich mir jetzt hier ein ganz gewöhnliches Nähgarn und gehe einmal darunter unter dem Teig und schneide mit dem Garn mir einfach die Stücke heraus. So drückt ihr euch nicht mit einem Messer die Schnecken zu platt. Und mit dieser Technik drückt ihr euch nicht die Füllung so raus wie bei einem Messer. Probiert es mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es bei euch geklappt hat. Das Ganze kommt dann in eine gefettete Auflaufform rein und dann nochmal circa für 30 Minuten aufgehen lassen. In der Zwischenzeit natürlich den Backofen auf 180 Grad vorheizen und wenn die Schnecken dann aufgegangen sind, wird es dann für circa 30 bis 40 Minuten gebacken. Je nach Backofen einfach immer wieder reinschauen, bis sie goldgelb gebacken sind. Und wenn sie dann etwas abgekühlt sind, könnt ihr noch ein bisschen Puderzucker drüber streuen und lauwarm genießen. Die sind wirklich richtig lecker, fluffig und saftig geworden. Und vor allen Dingen, die sind mir nicht zu süß. Aber wer es gerne süß mag, kann noch in den Teig etwas mehr Zucker hinzufügen. Schaut euch doch mal, wie fruchtig die aussehen. Habt ihr auch jetzt nicht richtig Lust auf leckere Heidelbeerschnecken? Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, wenn ihr die nachgebacken habt. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea. Seid ihr neu auf meinem Kanal? Dann klickt doch jetzt auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von mir. Und das nächste Mal gibt es vielleicht wieder was Herzhaftes.